den vergangenen Monaten haben wir bereits viele spannende arktische Verbindungen geknüpft. Heute lernen wir unter anderem die beliebte Sängerin Mari Boine besser kennen. Sie erzählt uns vom Wandel der Lebensbedingungen für die Sami. It's here where we are close to nature that we see the first signs. And also the spring comes earlier, so the reindeer people can't do the traditional moving of reindeers because the ice on the lakes are melting. So the travel will be much longer, and sometimes they have to send the reindeer with trucks. Dass Europa nun im Rahmen von Bude 24 auch auf Sápmi schaut, ist für Mari Boine eine gute Gelegenheit, um zu zeigen, was in ihrer Heimat passiert. Also all these windmills that are financed by German money also. So we have to show that there are consequences for the indigenous people here. And then the question is, do you want to be a part of this? Do you really know what is going on? And I think this is an opportunity to have more talks about this, and maybe that Europe could listen and we can work together instead of everything is coming just and we have to follow, and we have to watch that the nature and an old way of living is ruined. We need nature. In Stormen, dem öffentlichen Wohnzimmer der Kulturhauptstadt, treffen wir Kristoffer Dolmen. Der Norweger ist in Bodø aufgewachsen und kuratiert in diesem Jahr mehrere Ausstellungen. Now we're standing actually one of the great buildings in Bodø, the City Library. And I think this is a place where we will see during this year there will happen a lot of things. So of course I'm super excited now we have started, and already the first days we have seen so many great things, concerts, theater, exhibition openings, and what you will meet in Bodø is something new for many, because since you have this dimension that Sami, for example, musicians or artists are from 3-4 countries, that's already bring in something new when you include artists from a bigger Sami area. So Nordland is part of the Sami area in Norway, but during the program in 24, to work with Sami artists have an international dimension. Ein internationaler Ort ist auch Trevare Fabriken in Henningsvær, wo wir Mutti nach einem Konzert treffen. Der Musiker und Aktivist wird dieses Jahr mehrmals in der Kulturhauptstadt auftreten. Sie haben so viele Pläne, so viele Ideen, so viele Ambitionen für Bodø 24, dass es wird spannend zu sehen, wie es verändert Bodø. Nordnorwegen ist seine Heimat. Wie erlebt er den Wandel in der arktischen Region? Hier in Lofoten und in Vesterålen und in Senja, die Straßen sind voll mit Leuten, die in Vans die Instagram-Spots besuchen wollen. Ich finde es ein bisschen schwierig, wenn ich ehrlich sein soll, dass man in einer Postkarte lebt. Ich habe auch in Oslo gewohnt und das hat seine Qualitäten, aber für mich ist es das Gesellschaft in Nordnorwegen. Also für mich ist das Magnet. Die Menschen haben auch uns angezogen. Dies war die letzte Folge meines Videoblogs für das Goethe-Institut Norwegen. Wir hoffen, dass euch unser Roadtrip durch die arktische Region gefallen hat. Ich sage nun Tschüss oder Ha det bra.